Ich möchte euch heute zeigen, welche Schritte ihr als allererstes macht, wenn ihr euch in euren brandneuen Racebase-Account einloggt. Welche grundlegenden Einstellungen ihr trefft, damit ihr euch anschließend auf euer erstes Rennwochenende vorbereiten könnt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial von Racebase. Mein Name ist Martin Jakowetz. Ich bin der Entwickler von Racebase und ich will euch jetzt die allerersten Schritte zeigen, die ihr macht, wenn ihr euch in euren neuen Account einloggt. Fangen wir ganz vorne an. Was brauchen wir für Racebase? Nun, wir brauchen ein internetfähiges Endgerät und einen Browser. Ihr könnt theoretisch dafür auch Smartphone oder Tablet benutzen, aber in Racebase werden doch sehr viele Daten dargestellt, sodass die Übersichtlichkeit bei einem kleinen Display doch etwas leidet. Wir empfehlen daher auf jeden Fall die Verwendung eines PCs oder Laptops, zumindest wenn ihr nicht nur eben kurz was nachgucken müsst, sondern tatsächlich ernsthaft mit Racebase arbeiten wollt. Also, fangen wir an. Wir rufen also die Seite racebase.info auf. Ach, eins noch. Ich benutze jetzt hier für die Präsentation den Opera Browser. Ihr könnt aber genauso gut auch Firefox, Edge, Chrome, Safari, was auch immer ihr benutzen wollt, könnt ihr benutzen. Ich benutze wie gesagt den Opera. Es kann sein, dass einige Dialogfelder und so weiter bei euch dann etwas anders aussehen, aber im Wesentlichen werdet ihr es wohl wiedererkennen. Gut, fangen wir an. Wir rufen jetzt also die Seite racebase.info auf. Dann solltet ihr, damit es einfacher für euch wird, direkt Racebase Info als Lesezeichen hinzufügen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich wechsle jetzt hier noch in den Vollbildmodus, damit ihr nicht durch irgendwelche anderen Anzeigen abgelenkt seid. Aber ihr braucht das natürlich nicht zu machen in eurem Browser. Jetzt melden wir uns mit den Benutzerdaten an, die ihr bekommen habt. Der Benutzername lautet Blitz, das Passwort lautet Donner. Dann melde ich mich an. Und schon habe ich hier oben in der Statusleiste die Mitteilung, dass mein Login erfolgreich war. Ihr solltet immer wieder dort oben in die Ecke schauen, denn da werden Statusmeldungen halt dargestellt. Entweder in grün, wenn das alles erfolgreich war, oder Fehler oder Warnungen in roter Schrift. Da lohnt sich schon mal hinzugucken, vielleicht erklärt dann das eine oder andere, warum irgendetwas nicht funktioniert. Ich empfehle, dass ihr auf jeden Fall als allererstes euer Passwort ändert. Dafür gehen wir hier auf den Knopf Einstellungen und dann in das Profil. Hier kann man das Passwort und die E-Mail-Adresse ändern, die im System hinterlegt sind. Dazu müsst ihr als allererstes das alte Passwort eingeben, also Donner. Dann könnt ihr die E-Mail-Adresse ändern, was ich jetzt hier nicht tun werde, und dann ein neues Passwort vergeben. Jetzt habe ich eine große Bitte an euch, benutzt bitte ein sicheres Passwort. Benutzt nicht das Standardpasswort, was ihr überall benutzt, sondern überlegt euch ein eigenes Passwort für Racebase. Ihr sagt, wie soll ich mir den 5000 Passwörter merken? Das kann ich gar nicht, dafür gibt es einen einfachen Trick. Ihr überlegt euch einfach einen Satz und benutzt dann die Anfangsbuchstaben davon. Zum Beispiel könnte jetzt hier der Satz lauten: Ich verwalte meinen V4 BMW mit Racebase. Das ist ein zwar komplizierter Satz, aber sicherlich einen, den ihr euch merken könnt. Und damit habt ihr dann auch schon das Passwort, denn wir benutzen einfach nur die Anfangsbuchstaben dieses Satzes. Ich verwalte meinen V4 BMW mit Racebase. Punkt. Wir wiederholen das Passwort nochmal. Ich verwalte meinen V4 BMW mit Racebase. Punkt. Und sobald ich jetzt hier das Feld wechsle, verschwindet auch diese Fehlermeldung, dass die Passwörter unterschiedlich sind, und somit kann ich das Passwort ändern. Wiederum steht in der Statusleiste, das Passwort wurde gespeichert, und damit kann ich mich jetzt nicht mehr mit dem Passwort Donner anmelden, sondern muss das neue Passwort verwenden. Gut, kommen wir nun zu den allerersten Daten, die ihr eigentlich in Racebase eintragt. Dafür wechseln wir mal in das Kapitel Stammdaten und da auf den Reiter Fahrzeuge.
Jetzt sehen wir natürlich in dieser Liste erstmal nichts, denn ihr habt ja noch kein Fahrzeug angelegt. Das wollen wir jetzt machen. Also klicken wir hier auf das Plus-Symbol und geben unseren BMW ein. Das handelt sich um einen 325i E90. Und jetzt fragt Racerbase nach einem Spitznamen. Spitznamen. Wozu Spitznamen? Ein Spitzname identifiziert das Fahrzeug eindeutig, anders als zum Beispiel eine Startnummer, die von Veranstaltung zu Veranstaltung wechseln kann. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Spitznamen für euer Fahrzeug, ansonsten könntet ihr zum Beispiel den Hauptsponsor eintragen in das Feld. Wichtig ist nur, dass dieser Spitzname eindeutig ist, also ihr mit diesem Spitznamen euer Fahrzeug vollständig identifizieren könnt. Meinen BMW nenne ich jetzt mal Günther. Günther hat einen Tankinhalt von 60 Liter. Ihr solltet hier in diesem Feld die maximale Tankmenge eintragen, die überhaupt in den Tank reinpasst. Sollte es vom Reglement da noch irgendwelche anderen Einschränkungen geben, werden die später bei der einzelnen Veranstaltung eingetragen. Hier kommt auf jeden Fall der komplette maximale Tankinhalt rein. Dann könnt ihr noch, um es wirklich eindeutig zu identifizieren, das Fahrzeug eine Fahrgestellnummer eintragen. Das braucht ihr aber nicht. Es wird damit nicht weitergearbeitet. Sie wird nur hinterlegt, um es abzurunden. Nach dem Klick auf Fahrzeug hinzufügen seht ihr auch, dass der BMW jetzt endlich auch in dieser Liste steht. Das heißt, wir können mit dem Fahrzeug arbeiten. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt der Anlage von Stammdaten, die wir machen wollen. Und das ist direkt hier die nächste Kategorie im Bereich Stammdaten, nämlich die Fahrer. Auch hier ist die Liste natürlich wieder leer, also geben wir einen Fahrer an. Ihr wisst schon, wie das geht. Ich drücke auf das Plus, ich gebe einen Namen an. Der Kollege heißt Schmitz, Maximilian, so. Ratet den Spitznamen? Max, richtig. Ihr könnt jetzt hier noch eine E-Mail-Adresse und eine Sprache für den Fahrer hinterlegen. Das braucht ihr aber nur, wenn ihr das Setup-Add-on benutzt und ihr von dem Fahrer jeweils ein Feedback anfordern wollt. Wir können das jetzt also hier getrost leer lassen, fügen den Fahrer hinzu, da ist er schon. Und weil es so schön war, machen wir es gleich noch ein zweites Mal mit dem Herrn Schmidt, Wilfried. Der heißt mit Spitznamen Willi und auch der hat keine E-Mail-Adresse. So, zack, das ging flott. 2 Fahrer sind drin, das reicht uns erstmal. Kommen wir jetzt zu einem etwas komplizierteren Bereich noch, den ich für heute besprechen möchte, und das ist das Thema Reifen. Dazu klicken wir hier oben auf das Modul Reifen und rufen auf die Seite Reifen auf. Dann wählen wir bitte zuallererst bei den Fahrzeugen wieder den Günther aus. In dieser Tabelle verfügbare Reifen sollen alle Reifen dargestellt werden, mit denen Racerbase arbeiten soll. Es sind viele Reifen hinterlegt oder Hersteller hinterlegt, die ihr eintragen könnt. Ihr müsst natürlich jetzt nicht alle Hersteller da verwenden und Reifen anlegen, aber die ihr verwenden wollt, müsst ihr dort zuerst anlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen einen Reifen hinzu, einen Michelin Medium Slick. Und weil wir ja einen V-Klasse BMW fahren, kann ich den Reifen auf der Vorder- und auf der Hinterachse verwenden. Ansonsten müsste ich eben hier im Grunde die Achse auswählen, für die der Reifen geeignet ist. Ich kann dann hier auch im Feld Dimension noch die Reifengröße selber eintragen. Das ist vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn ich halt verschiedene Reifengrößen auf dem Fahrzeug fahren kann, um den Reifen auch eindeutig zu identifizieren. Das Feld offizielle Bezeichnung brauche ich dann, wenn ich die Tire-App nutzen will, weil da dann das Kurzzeichen dieses Reifens dargestellt wird, um den Übertrag in die Tire-App zu vereinfachen. So, den Reifen habe ich jetzt hier gespeichert. Jetzt mache ich auch der Übung halber, lege ich nochmal einen harten Goodyear Slick an. So,
Auch hier BMW V-Klasse für beide Achsen zu verwenden. Und weil es so schön ist, nehmen wir auch noch einen Hankook Regenreifen. Nicht, dass sich hier jemand benachteiligt fühlt. Gut, jetzt haben wir also 3 Reifen angelegt, mit denen der BMW grundsätzlich unterwegs sein kann. Wenn ihr ein höherklassiges Fahrzeug habt, dann kann es sein, dass ihr jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen mehr Arbeit habt. Wenn ihr zum Beispiel 3 verschiedene Reifenmischungen habt für ein Fahrzeug, Soft, Medium, Hard, dann müsst ihr die alle anlegen. Gerade bei den SP-Autos wird es auch so sein, dass ihr Reifen von der Vorderachse nicht mehr auf der Hinterachse verwenden könnt, weil die unterschiedliche Dimensionen haben. Dann müsst ihr halt für Vorder- und Hinterachse jeweils einen Reifen anlegen. Wenn ihr in unterschiedlichen Meisterschaften fahrt und eben in der einen Serie gezwungen seid, einen Hankook zu fahren, weil das der Seriensponsor ist, auf der anderen Serie müsst ihr den Goodyear fahren und in der dritten Serie habt ihr freie Reifenwahl und entscheidet euch für einen Michelin, dann müsst ihr halt auch die Reifen alle anlegen. Es kann also durchaus sein, dass ihr dann hier eine Liste von 20, 30 Reifen habt. Das ist nervig, aber es erleichtert euch die Arbeit später immens und ihr wisst immer genau, was ihr wo tut. Deswegen lege ich euch das ans Herz. Macht das in Ruhe, macht das nicht an der Rennstrecke, macht das zu Hause, macht das im Büro. Da habt ihr Zeit, Muße, kontrolliert das, was ihr da tut, denn auf der Rennstrecke habt ihr mit Sicherheit dann andere Sorgen. Das war es auch schon mit dem ersten Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet mit den Informationen was anfangen und ich freue mich schon drauf, wenn ich euch im zweiten Teil erzähle, was ihr genau in der Vorbereitung auf das erste Rennwochenende in RaceBase einstellt. So long, keep on racing!